Herzlich willkommen zurück bei Alltag Deutsch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo auch von mir. Wir freuen uns, dich auf deiner Lernreise weiter zu begleiten. Heute ist Tag 61 und damit sind wir schon, richtig gut im Level B1 unterwegs. Du machst das wirklich großartig, dein Wortschatz wird immer größer und du verstehst sicher schon viel mehr Gespräche im Alltag, stimmt's? Absolut. Und weil du jetzt auf B1-Niveau bist, wollen wir dich noch ein bisschen mehr fordern und fördern. Zu jeder Lektion gibt es ja jetzt dieses extra Video. Darin findest du Fragen zu den Alltagsgeschichten, die wir hier besprechen. Genau, und das Coole ist, du hörst die Frage, hast kurz Zeit zum Überlegen und dann, zack, kommt schon die richtige Antwort zur Selbstkontrolle. Das ist super, um das Hörverstehen und die schnelle Reaktion zu trainieren. Ja, genau. Und ein kleiner Tipp von uns. Versuch doch mal, dir das Video vielleicht an 3 verschiedenen Zeiten am Tag anzuhören. Morgens auf dem Weg zur Arbeit, mittags kurz, abends nochmal. Wenn du dann jedes Mal versuchst, die Fragen zu beantworten, prägt sich das halt viel besser ein. Das stimmt. Das Gehirn lernt dann, die Sätze fast automatisch zu verarbeiten und eine Antwort zu finden, ohne dass du lange Vokabeln suchen musst. So wird dein Deutsch Stück für Stück flüssiger und du fühlst dich einfach sicherer beim Sprechen. Und was auch immer hilft, wir sagen es oft, aber es ist wirklich effektiv, ist diese Shadowing-Technik. Also das Nachsprechen. Ah ja. Schau dir das Video ruhig zuerst mit Untertiteln an, um alles genau zu verstehen. Und dann, versuch es mal ohne Untertitel. Mach nach jedem Satz eine kurze Pause und sprich ihn laut nach. Achte dabei auf die Aussprache, klar, aber ganz besonders auch auf die Satzmelodie, die Betonung. Wo geht die Stimme hoch, wo runter? Das hilft unglaublich, um einfach natürlicher zu klingen. Viele Lerner konzentrieren sich nur auf die Grammatik. Aber die Melodie, die macht echt so viel aus, damit man dich gut versteht und es einfach richtig klingt. So ist es. Gut, genug der Vorrede, oder? Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Gefühle ausdrücken. Das ist ja etwas, das wir jeden Tag brauchen. Auf jeden Fall. Wir wollen ja sagen können, ob wir glücklich sind, gestresst, vielleicht mal enttäuscht oder total begeistert. Genau. Und oft fehlen einem gerade dann die richtigen Worte, wenn die Emotionen stark sind. Deshalb schauen wir uns heute mal 15 nützliche Wörter an, Substantive, Verben und Adjektive. Okay. Mit denen du deine Gefühle auf Deutsch sicherer und genauer beschreiben kannst. Und damit du sie auch gleich im Zusammenhang hörst, gibt es am Ende wie immer eine kleine Alltagsgeschichte. Da kommen alle diese Wörter drin vor. Das hilft, sie besser zu verstehen und zu behalten. Also bleib unbedingt dran. Fangen wir mal an mit einem wichtigen Wert, der auch Gefühle beeinflusst. Die Ehrlichkeit. Auf Englisch wäre das Honesty. Ah ja, Ehrlichkeit. Das bedeutet ja, dass man die Wahrheit sagt, aufrichtig ist, also nicht lügt. Das ist so die Basis für Vertrauen, finde ich. In jeder Beziehung eigentlich. Absolut. Man kann zum Beispiel sagen, Ehrlichkeit ist mir in einer Freundschaft sehr wichtig. Oder er hat mir mit großer Ehrlichkeit geantwortet. Das fühlt sich dann direkt anders an, als wenn man spürt, da ist was nicht ganz aufrichtig. Stimmt. Ein Gefühl, das wohl jeder kennt und das meistens nicht so schön ist die Enttäuschung. Das wäre auf Englisch Disappointment. Genau, das Gefühl, das kommt, wenn etwas nicht so passiert, wie man es gehofft oder erwartet hat. Man hatte sich vielleicht auf was gefreut und dann, klappt es nicht oder ist anders als gedacht. Zum Beispiel, die Enttäuschung war groß, als das Konzert wegen Krankheit des Sängers abgesagt wurde. Da ist man dann erstmal richtig geknickt. Oder auch im Kleinen. Das Essen im neuen Restaurant war eine echte Enttäuschung. Ja, das kann einem den Abend vermiesen. Aber zum Glück gibt's ja auch die schönen Gefühle. Wie zum Beispiel die Zuneigung. Auf Englisch sagt man Affection. Zuneigung. Ja, das ist ein warmes, positives Gefühl. Es ist irgendwie mehr als nur jemanden mögen, so eine Art liebevolle Sympathie oder Herzlichkeit. Einer Person gegenüber oder manchmal auch einem Tier. Richtig, man spürt eine Verbindung. Ein Satz dazu könnte sein, sie zeigte große Zuneigung zu ihrem alten Hund, streichelte ihn oft und sprach leise mit ihm. Ah, schön. Oder zwischen den beiden Geschwistern herrscht eine tiefe Zuneigung. Das ist schön. Wo Zuneigung ist, kann aber manchmal auch ein anderes, eher schwieriges Gefühl entstehen. Der Neid. Englisch Envy. Puh, Neid, ja. Das ist dieses unangenehme Gefühl, wenn man jemand anderem etwas nicht gönnt, seinen Erfolg, sein Glück, seinen Besitz und es vielleicht selbst gern hätte.
Genau. Zum Beispiel, er fühlte Neid, als sein Nachbar das neue Auto vorführte. Oder, im Job kennt man das vielleicht, sie konnte ihren Neid kaum verbergen, als die Kollegin die interessante Projektaufgabe bekam. Das ist menschlich, klar. Aber kein schönes Gefühl, weder für den, der neidisch ist, noch für den anderen, wenn er es spürt. Ein viel konstruktiveres und wichtigeres Gefühl ist da das Mitgefühl. Das ist Compassion oder Sympathy auf Englisch. Oh ja, Mitgefühl, sehr wichtig. Das bedeutet, die Gefühle eines anderen, besonders Leid oder Schmerz, zu verstehen und ja innerlich mitzuempfinden. Mhm. Es zeigt, dass man nicht nur an sich denkt, sondern sich in andere hineinversetzen kann. Ganz wichtig für soziale Beziehungen eben. Man kann sagen, sie zeigte viel Mitgefühl für ihre Freundin, die gerade eine schwere Zeit durchmachte. Oder sein Mitgefühl war echt, man spürte es in seinen Worten. So, das waren jetzt 5 Substantive. Kommen wir mal zu den Verben, die Gefühle ausdrücken. Ein sehr häufiges ist sich freuen. Das kennst du sicher schon. Englisch to be happy about oder to look forward to. Stimmt, aber hier muss man auf die Präposition achten. Das ist wichtig für B1, ne? Man freut sich über etwas, das schon da ist oder gerade passiert. Genau. Zum Beispiel, ich freue mich über dein Geschenk. Oder im Perfekt. Sie hat sich sehr über die guten Nachrichten gefreut. Das Perfekt ist regelmäßig. Hat sich gefreut. Und man freut sich auf etwas, das in der Zukunft liegt, etwas, das man erwartet. Zum Beispiel, wir freuen uns auf den Sommerurlaub. Oder, freust du dich auf die Party am Samstag? Das ist die Vorfreude quasi. Genau. Dieser Unterschied zwischen über und auf, das ist so eine typische Fehlerquelle. Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich logisch. Stimmt. Das Gegenteil von Freude bereiten ist unser nächstes Verb, enttäuschen. Englisch to disappoint. Das bedeutet, die Hoffnungen oder Erwartungen von jemandem nicht zu erfüllen, was die Person dann traurig oder unzufrieden macht. Das Perfekt ist hier regelmäßig, hat enttäuscht. Man kann sagen, ich möchte dich nicht enttäuschen, aber ich kann dir dabei leider nicht helfen. Oder im Perfekt, wenn man zurückblickt. Sein Verhalten beim Treffen hat mich tief enttäuscht. Das ist ein starkes Wort, ja. Wenn man jemanden enttäuscht hat, fühlt man sich vielleicht schlecht. Ein anderes unangenehmes Gefühl beschreibt das reflexive Verb sich schämen, also to be ashamed auf Englisch. Ja, sich schämen. Das passiert, wenn man das Gefühl hat, etwas Falsches, Peinliches oder Dummes getan zu haben. Vielleicht gegen soziale Regeln verstoßen hat. Man fühlt sich schuldig und möchte am liebsten im Boden versinken. Oh ja. Das Perfekt ist, hat sich geschämt. Ein Beispiel. Er schämte sich für seine laute Bemerkung im Restaurant. Oder sie hat sich so geschämt, als sie den Namen des Chefs vergessen hat. Das ist wirklich unangenehm. Absolut. Wechseln wir wieder zu etwas Positivem. Das Verb bewundern. Englisch to admire. Bewundern. Das heißt, man hat großen Respekt oder Anerkennung für jemanden oder etwas, oft wegen besonderer Fähigkeiten oder Leistungen oder Eigenschaften. Genau. Man schaut zu jemandem auf, sozusagen. Zum Beispiel. Viele junge Musiker bewundern berühmte Künstler für ihr Talent. Oder ich habe sie immer für ihre Geduld bewundert. Das Perfekt ist regelmäßig, hat bewundert. Ein schönes Gefühl, jemanden zu bewundern. Und eng verwandt mit dem Substantiv Mitgefühl, das wir vorhin hatten, ist das Verb mitfühlen. Auf Englisch wäre das to empathize with oder to sympathize with. Richtig. Es ist ähnlich wie Mitgefühl haben, aber es betont vielleicht noch mehr das aktive Teilen des Gefühls, das Verständnis zeigen. Man fühlt quasi mit dem anderen mit. Das Perfekt ist auch regelmäßig. Hat mitgefühlt. Ein typischer Satz wäre, ich kann gut mit dir mitfühlen, diese Situation ist wirklich schwierig. Oder, er hat sehr mit seiner Schwester mitgefühlt, als sie die Prüfung nicht bestanden hatte. Es zeigt Verbundenheit. Sehr wichtig für gute Gespräche, finde ich. So, jetzt haben wir die Verben durch. Kommen wir zu 5 Adjektiven, die Gefühle oder Eigenschaften beschreiben. Das erste ist neugierig. Englisch curious. Neugierig, ja, das sind ja oft Kinder. Sie wollen alles wissen und entdecken. Es bedeutet also wissbegierig, interessiert an Neuem. Meistens ist es positiv gemeint, oder? Stimmt, Neugier treibt uns ja an, zu lernen. Zum Beispiel, unser Sohn ist sehr neugierig und stellt ständig Fragen. Aber Achtung, manchmal kann es auch leicht negativ klingen, wenn jemand zu indiskret ist und Dinge fragt, die ihn nichts angehen. Ach so, ja. Dann sagt man vielleicht, sei doch nicht so neugierig.
Guter Punkt. Ein Adjektiv, das oft für negative Gefühle sorgt, ist eifersüchtig. Englisch jealous. Ja, eifersüchtig. Das beschreibt meistens Gefühle in einer Beziehung. Man hat Angst, die Zuneigung oder Aufmerksamkeit des Partners an jemand anderen zu verlieren, oder man misstraut dem Partner. Zum Beispiel, er wurde eifersüchtig, als sie auf der Party lange mit einem anderen Mann tanzte. Mhm. Es kann sich aber auch auf Dinge beziehen, ähnlich wie Neid. Das Kind war eifersüchtig auf das neue Fahrrad seines Bruders. Eifersucht kann wirklich schwierig sein. Ein viel schöneres Ziel und Gefühl beschreibt das Adjektiv zufrieden. Das ist satisfied oder content auf Englisch. Zufrieden sein. Das bedeutet, man ist im Reinen mit einer Situation, einem Ergebnis oder vielleicht sogar mit seinem Leben im Allgemeinen. Es ist nicht unbedingt euphorisch glücklich, aber so ein gutes, ausgeglichenes Gefühl. Genau. Man braucht nicht unbedingt mehr oder was anderes. Zum Beispiel, nach einem langen Arbeitstag war er zufrieden mit dem, was er geschafft hatte. Oder sie ist mit ihrem kleinen Garten sehr zufrieden. Zufriedenheit ist Gold wert, sagt man ja auch. Passend zum Substantiv Enttäuschung und dem Verb enttäuschen gibt es natürlich auch das Adjektiv enttäuscht. Englisch disappointed. Klar, das beschreibt den Zustand, wenn man traurig oder unzufrieden ist, weil die Erwartungen eben nicht erfüllt wurden. Also das Resultat des Enttäuschtwerdens. Zum Beispiel, die Fans waren enttäuscht von der Leistung ihrer Mannschaft. Oder ich war enttäuscht, als ich hörte, dass du nicht kommen kannst. Man merkt, es beschreibt das Gefühl nach einem Ereignis. Und unser letztes Wort für heute ein sehr positives und wichtiges Adjektiv: einfühlsam. Englisch wäre das empathetic oder sensitive. Einfühlsam. Das beschreibt eine Person, die gut darin ist, die Gefühle anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen und darauf, rücksichtsvoll zu reagieren. Also jemand mit viel Empathie. Genau, eine sehr wertvolle Eigenschaft. Ein einfühlsamer Freund hört zu und versucht zu verstehen, ohne gleich zu urteilen. Oder die Ärztin war sehr einfühlsam im Gespräch mit dem Patienten. Puh, das waren sie, unsere 15 Wörter zum Thema Gefühle. Ehrlichkeit, Enttäuschung, Zuneigung, Neid, Mitgefühl. Sich freuen über oder auf, enttäuschen, sich schämen, bewundern, mitfühlen. Und neugierig, eifersüchtig, zufrieden, enttäuscht und einfühlsam. Eine ganze Bandbreite an Emotionen. Das war jetzt einiges an Input, muss ich sagen. Das stimmt, aber es sind wirklich nützliche Wörter für tiefere Gespräche. Und hey, wenn dir diese Art zu lernen gefällt, wenn du findest, dass dir diese Erklärungen helfen, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Und uns vielleicht einen Daumen nach oben gibst. Ja, das wäre super. Das motiviert uns nicht nur total, sondern hilft uns auch dabei, weiterhin solche kostenlosen Lerninhalte für dich und andere Deutschlernende zu produzieren. Es zeigt uns einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Genau. So, und wie versprochen, kommt jetzt noch die kleine Alltagsgeschichte. Da kannst du viele der Wörter von heute im Zusammenhang hören. Pass mal gut auf, wie sie verwendet werden. Okay, stell dir vor, Anna trifft ihren Freund Ben im Café. Anna sieht ein bisschen, traurig aus. Ben fragt natürlich: Hey Anna, was ist los? Du wirkst irgendwie bedrückt. Anna seufzt. Ach Ben, heute war irgendwie ein komischer Tag. Es fing so schön an. Heute Morgen beim Kuscheln mit meiner Katze habe ich so eine tiefe Zuneigung gespürt. Das war wirklich ein toller Moment. Aber dann im Büro. Mein Kollege hat die Beförderung bekommen, auf die ich auch gehofft hatte. Ich habe versucht, Ehrlichkeit zu zeigen und ihm wirklich gratuliert. Aber innerlich, ein bisschen Neid war schon da, das muss ich zugeben. Ben nickt verständnisvoll. Ja, das kann ich verstehen. Anna fährt fort. Und als wäre das nicht genug, kam dann die größte Enttäuschung des Tages. Meine Freundin Lena hat unser Treffen für heute Abend abgesagt. Ich bin jetzt echt enttäuscht. Ich hatte mich so darauf gefreut, mit ihr zu quatschen. Ben zeigt sofort Mitgefühl. Oh nein, das tut mir aber leid für dich, sagt er mit warmer Stimme. Ich kann da gut mit dir mitfühlen, sowas ist echt blöd. Aber hey, umso mehr habe ich mich gefreut, als du vorhin geschrieben hast, ob wir uns treffen. Ich wollte dich auf keinen Fall enttäuschen und jetzt alleine lassen. Anna lächelt ein kleines bisschen. Danke, Ben. Das ist wirklich lieb von dir. Ben überlegt kurz. Weißt du, ich habe mich mal so furchtbar geschämt, als ich den Geburtstag meiner eigenen Mutter vergessen habe. Solche Momente, wo man sich schlecht fühlt, kennt doch jeder. Er fügt hinzu:
Aber ich bewundere dich echt dafür, wie du trotzdem versuchst, positiv zu bleiben und nicht den Kopf hängen lässt. Anna fühlt sich durch seine Worte schon etwas besser. Danke, Ben. Du bist wirklich ein sehr einfühlsamer Freund. Sie wird dann ein wenig neugierig. Und was machst du jetzt noch Schönes heute Abend? Ben grinst. Ach, vielleicht treffe ich später noch ein paar Leute. Aber keine Sorge, sagt er mit einem Augenzwinkern, du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Anna lacht jetzt richtig. Quatsch, ich bin einfach nur total zufrieden, dass wir jetzt hier sitzen und so nett reden können. Das hilft schon sehr. Eine schöne kleine Geschichte, oder? Man sieht, wie all diese Gefühlswörter ganz natürlich in einem Gespräch auftauchen können. Von Zuneigung über Neid und Enttäuschung bis hin zu Mitgefühl und Zufriedenheit. Genau, und jetzt bist du dran. Probier die neuen Wörter doch gleich mal aus. Schreib uns gerne deine eigenen Sätze mit einigen dieser Wörter unten in die Kommentare. Wir sind wirklich gespannt darauf und freuen uns darauf, sie zu lesen. Ja, trau dich ruhig. Übung ist der beste Weg, um die Wörter zu festigen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Neues lernen konntest, dann denk doch bitte dran, unseren Kanal zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu geben. Das ist eine tolle Unterstützung für uns. Absolut. Und keine Sorge, wir machen natürlich weiter. Morgen geht es schon weiter mit einem anderen wichtigen Alltagsthema. Familie und Verwandte. Oh ja, auch sehr wichtig. Da schauen wir uns die Bezeichnungen für Eltern, Geschwister, Onkel, Tante und die ganze Verwandtschaft an. Und wie man über Familienbeziehungen spricht. Das braucht man ja ständig in Gesprächen. Also, sei unbedingt wieder dabei. Für heute verabschieden wir uns aber erst einmal. Mach's gut, lern fleißig weiter und bis morgen. Tschüss!